Heute gibt es meine absoluten Must-Haves der veganen Küche. Und Must-Haves sind es für mich deswegen, weil man zum einen vollkommen egal, ob man jetzt gerade erst anfängt, sich mit der veganen Ernährung zu beschäftigen oder sich tatsächlich schon länger vegan ernährt, immer mal wieder auf die Suche geht nach pflanzlichen Alternativen zu zuvor genutzten tierischen Produkten und zum anderen, weil man sie einfach für alles verwenden kann. Und los geht's dabei mit Pflanzenbutter bzw. Margarine und Pflanzenmilch. Und ja, ich weiß, viele Leute da draußen werden jetzt sagen, wow, Captain Obvious, das ist doch glasklar. Ist es auch. Ich glaube trotzdem, dass es viele Menschen gibt, die noch nicht wissen, dass es mittlerweile pflanzliche Produkte gibt, die quasi genauso schmecken wie das tierische Produkt und im Fall von Pflanzenmilch und Pflanzenbutter tatsächlich 1:1 so verwendet werden können. Vollkommen egal, ob ihr damit kochen, backen oder was auch immer machen möchtet. Weiter geht's mit einer Zutat, die ich genau wie Pflanzenbutter oder Pflanzenmilch fast jeden Tag in meiner Ernährung habe, und zwar Nährhefe bzw. Hefeflocken. Kleine Flocken, die aus Hefe gewonnen werden und die voll sind mit Mineralien und vor allen Dingen auch mit Vitaminen. Darüber hinaus ist aber das Schöne daran, dass sie einfach so eine leicht nussig-käsige Note haben und man sie dementsprechend super für Käseersatzprodukte nutzen kann. Egal, ob man jetzt flüssige Käsesoße machen möchte oder eher festeren Käse. Aber auch so einfach zum Würzen über Suppen, Soßen oder frischen Gemüse sind die fantastisch. Und wenn ihr sie nicht kennt, müsst ihr sie ausprobieren. Als nächstes steht Agar-Agar auf meiner Must-Have-Liste für vegane Ernährung. Und zwar ist das ein pflanzliches Geliermittel, das aus Algen gewonnen wird. Und während das bei uns in Europa noch nicht so lange mega bekannt ist, wird es in Asien tatsächlich schon seit Jahrhunderten verwendet, sowohl als Nahrungsmittel als auch in der Medizin. Das hilft zum Beispiel bei der Verdauung und soll unter anderem auch helfen, den Cholesterinspiegel zu senken. Aber fürs Kochen ist es deswegen so toll, weil man es 1:1 wie Gelatine benutzen kann. Also egal, ob ihr damit Pudding oder Kuchen oder was auch immer machen möchtet, das könnt ihr super verwenden als Geliermittel. Könnt ihr kaufen als Pulver, als Flocken oder beispielsweise auch als kleine Plättchen. Weiter geht's mit Leinsamen, Flohsamenschalen oder geschroteten Chiasamen. Die könnt ihr allesamt perfekt als Ei-Alternative bzw. als Alternative zu tierischem Bindemittel benutzen. Klar, ihr könnt sie auch so einfach in euren Rezepten verwenden, schmecken super und sind mega gesund, egal ob sie in eurem Müsli, in dem Smoothie oder in dem selbstgebackenen Brot landen. Aber ihr könnt sie auch mit ein bisschen Wasser vermischen und habt dann nach wenigen Minuten wirklich so eine Art Galertflüssigkeit, die ihr dann 1:1 wie Ei oder Bindemittel verwenden könnt, zum Kochen oder zum Backen. Fehlen dürfen natürlich auch Cashews nicht. Die schmecken zum einen super und haben jede Menge Vitamine, Mineralien und einen sehr hohen Proteingehalt, was ja für Veganer auch immer klasse ist. Durch diese cremige Konsistenz und diesen milden, leicht nussigen Geschmack kann man sie eigentlich für fast alle Rezepte verwenden. Also egal, ob man sowas wie Nussmilch herstellen möchte oder ein Pesto oder Käseersatzprodukte oder Süßspeisen, wie beispielsweise Kuchen oder Eis. Cashews sind einfach fantastisch. Ebenfalls mit dabei und in den letzten Jahren immer bekannter geworden und wie ich finde auch vollkommen zu Recht Aquafaba, also Kichererbsenwasser. Das Wasser, was man nutzt, um Kichererbsen oder andere Hülsenfrüchte zu kochen und was dann eben in den Gläsern oder in den Dosen ist, wenn man sich im Supermarkt Kichererbsen kauft. Könnt ihr aber tatsächlich mittlerweile auch ohne die Hülsenfrüchte bekommen. Was kann man damit machen? Damit kann man Eischnee machen. Das Wasser also einfach richtig schön schaumig hart schlagen und dann für kalorienarme und fettfreie Süßspeisen wie beispielsweise Meringue, Kuchen oder Eis verwenden oder richtig leckere, herzhafte Speisen zaubern. Und vielleicht kein absolutes Must-Have, aber definitiv nice to have, zumindest für die Leute da draußen, die den Geschmack von Ei vermissen, ist Kala Namak. Ein indisches Rauchsalz, was einen relativ hohen Schwefelgehalt hat und dadurch eure Speisen dazu bringt, nach Ei zu schmecken, aber auch nach Ei zu riechen. Und dabei ist es egal, ob ihr herzhafte Speisen zubereiten wollt, wie beispielsweise ein Tofu-Omelett oder Rührei, oder Süßspeisen wie beispielsweise hier der vegane Eierlikör. Müsst ihr euch mal angucken. Schmeckt super. Habt ihr noch mehr Zutaten, die definitiv hier auf der Must-Have-Liste drauf sein müssten? Dann schreibt sie uns doch mal in die Kommentare.